Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de, und im heutigen Video möchte ich dir mal eine kleine, wunderschöne Melodie zeigen, die du auch als Anfänger schon spielen kannst. Und zwar spiele ich dir die Melodie einmal vor und dann zeige ich dir im Detail, wie wir diese Melodie spielen können. Das ist es schon, ja? Das ist schon die ganze Melodie. Und finde ich super als Anfänger einfach mal so eine Melodie einzustudieren, um auch hier die Fingerfertigkeit und das Zusammenspiel von rechter und linker Hand zu trainieren. Mein Motto ist sowieso Lernen in der Praxis, also nicht Noten lernen, nicht irgendwas auswendig lernen, sondern einfach mal sich hinsetzen, drauf losspielen, einfach mal zu probieren, so eine Melodie zu spielen. Ja, listen, learn, play ist mein Motto, also einfach zuhören, sich das Ganze angucken, gleich üben und in der Praxis sofort anwenden, ja. Das ganze Konzept findest du auch unten in der Videobeschreibung in meinem Piano-Crash-Kurs. Also es ist ein kostenloser Kurs, wo ich dir in 10 Lektionen das Klavierspielen auf spaßige Art und Weise beibringe. Also in der Praxis, ohne dass du irgendwie Noten oder irgendwas auswendig lernen musst. Und am Ende des Kurses wirst du sogar einen kompletten Song River Flows on You auf dem Klavier spielen können. Also gerne mal reinschauen, aber jetzt gehen wir hier in unseren Song rein. Wir fangen einfach mal mit der linken Hand an. Also ganz wichtig, wenn wir beide Hände spielen, also wenn wir eine Melodie haben, wo beide Hände spielen, dann immer erst die linke Hand trainieren, die rechte Hand trainieren und danach beide Hände zusammennehmen. Also, die linke Hand spielt folgendes: einmal hier das D, dann das B, F und C. Das sind die 4 Töne, die wir hier in der Melodie haben, ne? Die dann auch die rechte Hand spielt. D, B, F und C. Das ist also das, was die linke Hand hier anschlägt. Von der Fingerhaltung empfehle ich dir auch hier auf jeden Fall den Daumen auf dem F zu haben und hier den kleinen Finger beim B, denn das sind die beiden Töne, die am meisten auseinander sind, und hier bewegen wir uns in diesem Rahmen, ne? Das spielt die linke Hand, das einfach üben, trainieren, einprägen. Wenn du das soweit kannst, dann gehen wir zur rechten Hand über. Die rechte Hand spielt folgendes: einmal D-Moll, ja, D-Moll, D, F und A. Das schlagen wir auch so an, also Daumen, Mittelfinger, kleiner Finger, ein typischer Akkordgriff. Dann spielen wir B-Dur, also wir springen hier hoch, ne? Im Prinzip bleiben die beiden Töne hier gleich. Wir brauchen nur das B hier, aber wir müssen uns halt bewegen, um an das B hier zu kommen. Also bewegen wir uns so hoch, dass wir mit dem Daumen das B anschlagen, mit dem Zeigefinger das D und mit dem Ringfinger hier das F, ja? Okay, das wäre so ein kleiner Überabschnitt, den man üben kann, dass du einfach wirklich hier das so übst anzuschlagen und dann hier diesen Sprung zu machen. Ne, so würde ich das machen. Daumen, Zeigefinger, Ringfinger. Also das üben, ja, ganz wichtig hier, dass du diesen Sprung hinkriegst. Kannst am Anfang auch gerne sehr langsam üben. Dann geht's weiter. Jetzt kommt F-Dur. Das ist C, F und A. Ja, F-Dur in der zweiten Umkehrung in dem Fall. Das wäre F-Dur normal. Erste Umkehrung, zweite Umkehrung, ja, beziehungsweise hier unten zweite Umkehrung, F-Dur. Würde ich auch so anschlagen, wie ich das hier mache, ne? Daumen auf dem C, Mittelfinger hier auf dem F und der kleine Finger hier auf dem A. Also wieder hier diesen Akkordgriff. Kann man auch wieder üben, hier diesen Sprung zu machen. Ja, vor allem diese Übergänge zwischen den beiden Unterabschnitten muss man auch üben, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man jetzt hier beim Spielen nicht lange überlegt, sondern das hier fließend dann natürlich spielen kann. Aber wie gesagt, am Anfang einfach ganz, ganz langsam üben und dann schneller werden. So, und dann
wechseln wir noch auf C-Dur. Ja? Und da wir hier Daumen, Mittelfinger und Kleinfinger genommen haben, können wir jetzt hier, ohne groß die Hand zu bewegen, einfach C, E und G so anschlagen. Mit Daumen, Zeigefinger und Ringfinger, ne? Das ist ein super Griff. Den kann man generell mal trainieren, weil man den auch in vielen Liedern anwenden kann, ja, in vielen Melodien auch. Also hier brauchst du wirklich dich gar nicht groß bewegen, ne? Du musst es jetzt nicht so spielen, du kannst natürlich auch wieder mit Daumen, Mittelfinger und Kleinfinger spielen, aber ich finde, es bietet sich hier einfach an, ja? Und dann spielst du hier C, E und G, ne? Ja, und dann geht's wieder von vorne los, ne? Dann bist du wieder hier beim D, D-Moll, springst wieder hier hin, hier hin, hier hin. Ja, und wenn du das soweit spielen kannst, also auch die rechte Hand hier soweit beherrscht, dann nimmst du jetzt einfach mal beide Hände zusammen und da kann man jetzt eine einfachere Variante erstmal üben, ja, und dann zu der schwierigeren übergehen, die ich dir am Anfang vom Video gezeigt habe. Die einfache Variante wäre jetzt hier einfach ganz simpel, das gleichzeitig anzuschlagen, ne? Also wir schlagen hier D-Moll an und hier gleichzeitig das D, ja? Dann B, F, C. Ja, einfach alles gleichzeitig. So, und dann haben wir schon unsere Grundmelodie, ja, wenn wir das soweit können. Also das einfach üben hier, dass du ja auch nicht lange suchst, sondern dass du hier sofort, ne, hier zusammen das B anschlägst. Wichtig ist auch wirklich sauber zu spielen. Also nicht schnell, schnell, sondern einfach das ganz oft und erstmal langsam zu wiederholen. Das ist immer das A und O. Und dann alles gleichzeitig und sauber anschlagen. Jetzt nicht irgendwie so nacheinander, sondern schön hier gleichzeitig. Ja, dann kannst du auch das Haltepedal mit dazu nehmen, ja. Haltepedal gedrückt halten, ne, wenn du ein Haltepedal hast an deinem Piano oder an deinem Keyboard. Und dann bleibt ja auch wird der Ton gehalten und dann gehen wir immer vom Haltepedal kurz runter und wieder drauf, wenn wir hier den Akkord wechseln, also wenn wir hier den Ton wechseln, ne? Runter und wieder drauf. Zack, ja. Und wieder runter, wieder drauf und hier auch wieder. Ja, und das ist erstmal die Grundmelodie. Und jetzt kann man es auch wie folgt spielen. Ja, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, aber klingt natürlich umso schöner. Und zwar so hier, ne? Also ich habe jetzt hier einen Rhythmus reingebracht, ne? Einen kleinen Rhythmus. Ich spiele jetzt nicht einfach gleichzeitig hier die Akkorde, sondern wir machen jetzt hier einen schönen Rhythmus mit rein. Ja, und was machen wir da? Wir schlagen jetzt auf der linken Hand nicht nur einzeln hier an, sondern wir schlagen in folgendem Rhythmus an. Das ist der Rhythmus, ja? Ich wiederhole nochmal. Also genau dieselben Töne, genau derselbe Ablauf, bloß ein anderer Rhythmus. Also wir schlagen es immer noch ein zweites Mal an, aber dann springen wir schon rüber zum nächsten, ne? Also wir halten den Ton lang gedrückt, dann schlagen wir nochmal an und jetzt aber nur ganz kurz und springen zum nächsten. Lange gedrückt halten, ganz kurz zum nächsten, lange gedrückt halten, ganz kurz zum nächsten, lange gedrückt halten. Und wieder ganz kurz und wieder zum nächsten, ne? Das ist der Rhythmus. So, und die rechte Hand macht jetzt nichts anderes, als das hier zweimal anzuschlagen und dann zu wechseln, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. In diesem Rhythmus, ja? Also wenn du die linke Hand soweit kannst, dann hier die rechte Hand trainieren. In diesem Rhythmus die Akkorde, die du schon geübt hast, so anzuschlagen. Ja, und wenn du das soweit drauf hast, wieder, du kannst linke Hand, du kannst rechte Hand, nimmst du jetzt einfach mal beide Hände zusammen. Ja, das klingt dann so hier, ne? Das wäre jetzt der erste Teil. Wir schlagen beides zusammen an,
rechte Hand alleine, linke Hand alleine. Das ist der Rhythmus. Zusammen, rechte Hand alleine, linke Hand alleine. Und jetzt springen wir hier rüber. Zusammen, ja? Rechte Hand alleine, linke Hand alleine. Zusammen. Rechte Hand alleine, linke Hand alleine. Zusammen. Also nochmal hier die zweite, ne? Zusammen und dann rechte Hand, linke Hand alleine und wieder zusammen. Ich spiele es mal ganz, ganz langsam vor und dann kannst du dir das nochmal abgucken. Wichtig ist, dass wir hier einfach in diesem Rhythmus bleiben, ne? Ja? Ja, und das können wir dann so oft wiederholen, wie wir lustig sind, ja, also wie wir Lust haben. Und können auch das Haltepedal dann wieder mit dazu nehmen. Und dann haben wir hier eine richtig, richtig schöne kleine Melodie schon geübt und haben gleichzeitig auch das Zusammenspiel von rechter und linker Hand geübt. Wir haben geübt, Akkorde anzuschlagen. Also wir haben eine ganze Menge gelernt, einfach nur, weil wir diese Melodie einstudiert haben. Und das finde ich immer ganz toll, einfach sowas in der Praxis zu lernen. Ja, also nicht nur, dass du jetzt eine kleine Melodie spielen kannst, sondern du hast auch unterbewusst ganz, ganz viel Musiktheorie so gesehen dazugelernt, ohne dass du das Gefühl hattest, jetzt hier Theorie auswendig zu lernen. Genau, und das ist es dann. Und dann kannst du theoretisch auch noch hier meinetwegen das auch in der Oktave spielen, ja? So könnte man das jetzt zum Beispiel noch erweitern. Das klingt dann natürlich wesentlich fetter, ja? Ne, wir spielen es einfach in der Oktave, das heißt, wir spielen den Ton hier nochmal hier unten, ja? Das muss man aber natürlich wieder üben, hier diese Sprünge in der Oktave hinzukriegen, ne? Das wäre so eine Möglichkeit. Wir könnten auch, wenn wir Lust haben, den Rhythmus ändern, ja? Ja, also hier haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten, was wir einfach aus diesem Stück, aus dieser kleinen Melodie noch rausholen können, ne? Das musst du nicht machen, das ist jetzt keine Pflicht, das hier jetzt so zu erweitern, wie ich das gemacht habe, aber ich will dir einfach nur mal zeigen, was in der Theorie so möglich ist. Also was man einfach alles aus so einer kleinen, einfachen Melodie, ja, so kann man es ja auch spielen. Ja, was man aus so einer Melodie alles rausholen kann, wenn man sich einfach ein bisschen damit beschäftigt und wenn man hier ein bisschen seine eigene Improvisation auch mit einfließen lässt. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du konntest die Melodie hier mit meiner Hilfe lernen und natürlich darüber hinaus auch noch einiges dazulernen, unterbewusst, was ich schon gesagt hatte. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen könntest, vielleicht ob dir das Video gefallen hat, was dir am Video gefallen hat, was ich besser machen kann. Ja, ich bin immer gerne für Feedback zu haben. Und ansonsten, wenn du noch an mehr Content von mir interessiert bist, ich hatte es eingangs schon gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du meinen Piano-Crashkurs. Der ist völlig kostenlos. Da zeige ich dir auch einige Melodien. Ja, ich zeige dir einen ganzen Song, wie du einen ganzen Song auf dem Klavier spielst. River Flows in You. Und da gehen wir genauso vor, dass ich dir einfach spielerisch hier das Klavierspielen beibringe. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Üben, viel Spaß beim Klavierspielen und wir sehen uns hoffentlich wieder in einem anderen Video. Bis dahin.